In diesem Video zeige ich dir, wieso eine Fight-Animation entsteht. Für diese Animation habe ich die Pose-to-Pose-Methode angewendet. Dabei zeichne ich nicht wie eine Straight-Ahead-Methode jedes einzelne Bild, sondern zuerst die Anfangs- und Endposen jeder wichtigen Szene und füge später die sogenannten In-Betweens hinzu. Am besten fängt man mit den wichtigsten Posen an, nämlich den Keys, also die Schlüsselposen. Dann zeichnet man die Extremes, also wie der Name schon sagt, die Extreme der Bewegung der Animation, wo der Charakter zum Beispiel am höchsten oder am niedrigsten ist. Hier setzt mein Charakter zum Beispiel zum Sprung an und ist deshalb in dieser Bück-Position am niedrigsten. Hier ist mein Charakter schon mitten im Sprung und zwar genau an der höchsten Stelle. Und hier federt er den Sprung ab und ist daher nochmal ganz niedrig. Und schließlich die Breakdowns. Breakdowns werden dafür genutzt, die Keys bzw. die Extremes zu verbinden. Den zweiten Extreme Frame habe ich nochmal leicht abgeändert, da mir der vorherige nicht aussagekräftig genug war, und jetzt hoffe ich einfach, dass dieser es besser machen wird. Ab diesem Punkt kann man die restlichen Lücken mit In-Betweens füllen. Wichtig ist dabei, den Abstand zwischen den Bildern zu beachten. Wenn man zum Beispiel einen Ball von einem Ort zum anderen fahren lässt, so lassen wenige Abstände zwischen den unterschiedlichen Bildern den Ball langsam erscheinen, während weite Abstände den Ball schnell erscheinen lassen. In diesem Beispiel mit dem Kick kann man sich den Menschen als einen Ball vorstellen, der sich an seinem Anfangspunkt befindet, dann springt und seinen höchsten Punkt erreicht und schließlich wieder landet. Diese Keys jetzt mit In-Betweens in einer geraden Linie zu verbinden, wäre ein Fehler, weil sie dann erstens zu mechanisch und zweitens zu undynamisch wirken würden. Um es dynamischer wirken zu lassen, kann man den Ball in einem Bogen verlaufen lassen, was viel besser und auch logischer aussieht. Doch etwas fehlt, und genau das sind die kurzen und weiten Abstände, von denen ich vorhin gesprochen habe. Zuerst ist der Ball nämlich schnell, weil er ja die ganze Kraft in den Sprung gelegt hat, und dadurch sind auch die Abstände größer. Dann verlangsamt er sich durch die Schwerkraft, bis er den höchsten Punkt erreicht hat, wodurch die Abstände ganz eng sind, und dann wird er wieder durch die Schwerkraft nach unten gezogen. Okay, auf genau das achten wir jetzt auch, wenn wir die Animation machen. Also wie im Beispiel mit dem Ball sind die Abstände am Anfang und am Ende weiter, während sie am höchsten Punkt enger werden. Diese Regel, die auch Timing und Spacing genannt wird, kannst du einfach im Hinterkopf behalten, wenn du selbst eine Animation erstellst. So, jetzt machen wir aber weiter. Ich werde jetzt nicht mehr alles zeigen, aber um die Abfolge nochmal ein bisschen zu verinnerlichen, machen wir das Ganze in einer anderen Szene nochmal im Schnelldurchlauf. Diesmal soll mein Charakter von seinem Standpunkt aus einen Flickflack machen. Also wieder die Anfangs- und Endposen der Szene, dann die höchsten und tiefsten Punkte der Animation und schließlich noch restliche In-Betweens. So, das war's. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Du bist noch da? Ach Menno, ich dachte, ich habe jetzt Feierabend. Du bist immer noch da? Na gut, von mir aus. Erinnerst du dich noch an den Anfang, wo ich behauptete, dass ich diese Animation mit der Pose-to-Pose-Methode animiert habe? Weil, ob du es mir glaubst oder nicht, ich habe wohl ein bisschen gemogelt. Schau dir mal das Ende an. Ach, du findest, es sieht komisch aus? Ja, mir wurde etwas langweilig, aber was ich eigentlich sagen wollte, dass beide Methoden gehen. Pose-to-Pose und Straight-Ahead. Und auch wenn es hier vielleicht etwas komisch aussieht. Pose-to-Pose gibt einem halt einfach mehr Kontrolle, aber das heißt nicht, dass es immer besser sein muss. Klar, bei solchen Fight-Szenen kann die eine Methode hilfreicher sein,
deswegen ist die andere aber trotzdem nicht schlechter. Im Gegenteil, ich finde, man sollte hin und wieder mal nur straight ahead oder gemischt animieren, um etwas freier zu werden und nicht immer das Gefühl zu haben, dass die Animation 100% kontrolliert werden muss. Jetzt aber genug gepredigt. Ich hoffe, ihr versteht einigermaßen, was ich damit aussagen will und dass der letzte Teil der Animation Bild für Bild gezeichnet wurde und nicht Pose für Pose. Aber eine Sache fehlt noch, wenn nicht sogar eines der wichtigsten Sachen: Soundeffekte. Dazu muss ich, glaube ich, nicht sehr viel sagen. Ihr wisst wahrscheinlich selber, wie viel Musik ausmacht, was man zum Beispiel an der jetzigen Hintergrundmusik erkennen kann. Und das war's jetzt auch wirklich. Ich hoffe, euch gefällt das Endergebnis. Ich freue mich auch gerne über einen Daumen hoch. Dann weiß ich auch, dass es euch gefallen hat. Und ansonsten bis zum nächsten Mal.